Stell dir vor, du hörst jede Sekunde deines Lebens das Schlagen deines eigenen Herzens, das Rauschen deines Blutes, jeden Schritt, jedes Flüstern deines Körpers. So laut, dass es dich beinahe in den Wahnsinn treibt. Genau das musste Isabella jahrelang durchleiden, ohne zu wissen, warum. Ärzte fanden keine Antworten, Hoffnung schien verloren. Doch eines Tages geschah etwas, das ihr Leben für immer verändern sollte. Bleib bis zum Ende dieses Videos dabei und erfahre, wie Isabella den Kampf gegen ihre quälende Stille gewann und welchen hohen Preis sie dafür zahlen musste. Es ist eine Geschichte, die du so schnell nicht vergessen wirst. Im Laufe vieler Jahre hörte Isabella immer wieder seltsame Geräusche in ihrem Kopf. Trotz der beruhigenden Worte und der Ratschläge des Arztes verstummten diese beängstigenden Laute nie. Und dann, 32 Jahre später, wagte sie es, einen anderen Arzt aufzusuchen und entdeckte eine entsetzliche Wahrheit. Seit ihrer Kindheit hatte Isabella diese Geräusche wahrgenommen. Sie begleiteten sie Tag und Nacht, leise, unaufhörlich, fremd, und doch glaubte das junge Mädchen, das sei normal. Jeder müsse so etwas hören, dachte sie, und deshalb schwieg sie, verdrängte es, ertrug es still. Sie ahnte nicht, dass sie etwas durchlitt, das jenseits aller Vorstellungskraft lag. Eines Morgens, als sie sich für die Schule fertig machte, sagte sie mit kindlicher Unschuld: »Mama, ich habe eine Superkraft. Ich höre immer Geräusche.« Die Mutter lachte nur. Sie hielt es für ein Spiel, eine Nachahmung der Helden aus den Filmen, die ihre Tochter so gern ansah. Sie konnte nicht wissen, dass sie sich eines Tages verzweifelt wünschen würde, diesen Worten mehr Beachtung geschenkt zu haben. 3 Monate später, als Isabellas Mutter gerade das Abendessen zubereitete, hörte sie die Stimme ihrer Tochter erneut. »Mama, ich habe eben gehört, wie sich meine Augen bewegt haben.« Die Frau erstarrte. Die Welt schien für einen Moment stillzustehen. Sie ließ alles fallen, trat zu ihrer Tochter, nahm sie bei den Händen und fragte zitternd: »Das kann nicht sein, mein Schatz. Was meinst du damit?« Und Isabella antwortete mit der Ruhe eines Kindes, das nichts Böses ahnt: »Ich höre so vieles. Ich höre, wie meine Augen sich bewegen. Ich höre das Blut in meinen Adern rauschen. Ich höre alles, was in meinem Körper geschieht, in jeder einzelnen Sekunde, in der ich wach bin. Hörst du das denn nicht auch?« Als Isabella diese Worte sprach, griff Panik nach dem Herzen ihrer Mutter. Tränen stiegen ihr in die Augen. »Wie lange hörst du das schon?« fragte sie stockend. »Schon sehr lange«, erwiderte Isabella leise. In der Brust der Mutter raste das Herz. Sie verlor die Kontrolle über ihre Angst. Ihr war, als würde sie gleich schreien, so groß war der Schreck. All die Jahre hatte sie geglaubt, ihre Tochter führe ein unbeschwertes Leben, frei von Sorgen, frei von Dunkelheit. Doch nun erkannte sie, dass Isabella seit ihrer Kindheit in einem unendlichen Albtraum gefangen war. In diesem Moment schwor sie sich, dass sie alles tun würde, um ihrer Tochter zu helfen. Sie zog das Mädchen fest an sich, flüsterte mit bebender Stimme: »Da stimmt etwas nicht, mein Liebling. Du solltest solche Dinge nicht hören müssen. Aber ich verspreche dir, du wirst nie wieder allein damit sein.« Isabella verstand nicht, was vor sich ging. Für sie war das Leben bis dahin nie anders gewesen. Aber nun, da die Wahrheit ans Licht gekommen war, hatten Mutter und Tochter nur noch ein Ziel: diese Superkraft, die mehr und mehr wie ein Fluch erschien, endlich zu beenden. Am nächsten Tag gingen sie zusammen zu einem Arzt, die Hoffnung im Herzen, endlich eine Antwort auf diesen Albtraum zu finden. Doch als das Mädchen erklärte, dass sie höre, wie ihre Augen sich bewegten und das Blut durch ihre Adern floss, wechselten die Blicke der Ärzte. Einer von ihnen meinte schließlich, sie solle dringend einen Psychologen aufsuchen. »So etwas haben wir noch nie erlebt. Hat sie Depressionen? Gibt es Probleme in der Schule? Diese Geräusche existieren wahrscheinlich nur in ihrer Fantasie«, sagte der Arzt mit ernster Miene. Er hatte kaum ausgesprochen, da packte Isabellas Mutter ihre Tochter bei der Hand, zog sie an sich und verließ fluchtartig das Sprechzimmer. In dem Moment wussten weder die Mutter noch die Tochter, dass sie Jahrzehnte würden warten müssen, bevor sie der schockierenden Wahrheit ins Gesicht blicken konnten. Weitere Besuche bei unterschiedlichen Ärzten blieben erfolglos. Niemand wusste, was mit Isabella geschah. Manche versuchten, ihre Ohren zu verschließen, andere verschrieben Medikamente, doch nichts brachte Linderung. Die Jahre vergingen. Isabella heiratete schließlich, und mit 32 Jahren war sie Mutter eines kleinen Sohnes, den sie über alles liebte. Trotz ihres unerklärlichen Leidens ließ sie niemals zu, dass es ihr Leben bestimmte.
Sie war eine hingebungsvolle Mutter und arbeitete sogar als Kellnerin in Vollzeit. Eines Tages bediente sie in einem belebten Restaurant eine Frau mit ihren Kindern. Nachdem die Familie gegessen hatte, räumte Isabella den Tisch ab. Doch eine Tasse glitt ihr aus der Hand, zerschellte auf dem Boden. Und in diesem Moment verlor sie das Gleichgewicht, stürzte und blieb benommen liegen. Ihre Kollegen eilten zu ihr, halfen ihr auf, und sie entschuldigte sich tapfer bei der Familie. Doch die fremde Frau trat näher und bat Isabella, sie draußen zu sprechen. Abseits des Trubels fragte die Frau nach Isabellas Zustand. Zögernd, doch ehrlich, schilderte Isabella alles. Daraufhin reichte die Fremde ihr eine Karte mit den Kontaktdaten eines Arztes. »Er ist ein ausgezeichneter Spezialist«, sagte sie mit Nachdruck. »Bitte, such ihn auf.« Aber Isabella glaubte weder der Frau noch dem Arzt, von dem sie sprach. Gedankenlos steckte sie die Karte in ihre Tasche und vergaß sie. Wochen vergingen, und Isabellas Zustand verschlechterte sich dramatisch. Selbst das Lachen ihres Sohnes wurde zu einer Qual. Seine Rufe ließen sie schwindeln, bis sie taumelte. Jeder Tag raubte ihr mehr Kraft. Und schließlich, als der Schmerz unerträglich wurde, griff Isabella nach dem letzten Strohhalm. Sie rief die Nummer auf der Karte an. Bald hatte sie einen Termin. Im Wartezimmer schlug ihr Herz wild, als sie eintrat. Drinnen schilderte sie dem Arzt ihr ganzes, jahrelanges Martyrium. Zum ersten Mal hörte jemand wirklich zu und glaubte ihr. Der Arzt sah sie an und sagte ruhig, dass er eine Vermutung habe, aber weitere Untersuchungen nötig seien. Eine Stunde später kehrte er mit den Ergebnissen zurück, sein Blick war elektrisiert. »Ich habe es gewusst«, sagte er. Isabella hielt den Atem an. Er erklärte, dass sie an einer seltenen Erkrankung litt, einer beidseitigen Dehiszenz des oberen Bogengangs. Ein Teil ihrer Schläfenknochen fehlte, eine Anomalie, die ihren Gleichgewichtssinn und ihr Gehör unnatürlich verstärkte. Sie hörte das Innenleben ihres Körpers, Tag und Nacht. Es gab nur eine Lösung, eine Operation. Doch der Preis war hoch. Der Arzt warnte sie, dass sie möglicherweise ihr Gehör für immer verlieren würde. Diese Worte zerschmetterten Isabellas Mut, für einen Moment. Aber sie hatte bereits zu viel verloren, um sich jetzt noch zu fürchten. »Ich mache es«, flüsterte sie. Und so lag sie am Tag der Operation auf einer Trage, wurde in den OP-Raum geschoben, wo der Eingriff 6 lange Stunden dauerte. Als sie erwachte, spürte sie die Stille. Eine Stille, die sie nie zuvor erlebt hatte. In ihrem linken Ohr herrschte absolute Ruhe. Keine pulsierenden Geräusche, kein unaufhörliches Flüstern aus ihrem Inneren. Nur der leise Ton des Pulsmessers. Sie weinte. Zum ersten Mal in ihrem Leben war es ruhig. Aber Isabella wollte mehr. Sie wollte völlige Stille. Sie entschied sich für die zweite Operation. Die Heilung danach war Hölle. Kopfschmerzen, Schwindel, Ohnmachtsanfälle. Doch sie hielt durch, ohne ein einziges Mal zu klagen. Monate später war sie vollständig genesen. Die Geräusche, die sie jahrzehntelang gefoltert hatten, waren verschwunden. Heute lebt Isabella glücklich mit ihrem Sohn und ihrem Mann, befreit von einem Fluch, der einst ihre Superkraft gewesen war. Und ihr? Habt ihr jemals von einer solchen Diagnose gehört? Erzählt es uns in den Kommentaren. Wenn euch diese Geschichte berührt hat, liket das Video und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.